Ich habe schon viele Bilder in der Aquarelltechnik gesehen, deren Muster und Strukturen wohl mit der Hilfe von Seifenblasen zustande gekommen sind, und das wollte ich unbedingt mal selbst ausprobieren. Und was bei mir hier funktioniert hat oder gar nicht, das möchte ich euch in diesem Video zeigen. Die einfachste Methode, die da immer wieder beschrieben wurde, ist einfaches Leitungswasser, ein paar Spritzer Spülmittel hinein, das Ganze mit einem Schlauch oder mit einem Strohhalm, die Luftblasen erzeugen, und schon kann es losgehen. Die größte Schwierigkeit besteht jetzt darin, diese Luftblasen hier möglichst unbeschadet im großen Volumen aufs Papier zu bekommen. Meine erste Idee war, das jetzt mal mit 2 Teigkarten aus Kunststoff zu versuchen, aber das hat nicht wirklich gut funktioniert, sodass nur ein relativ geringer Teil bei mir nachher auf dem Papier gelandet ist. Dann bin ich hingegangen und habe mit einem relativ stark verwässerten Pinsel hier meine ersten Farbtupfer sozusagen in die Blasen eingebracht. Und von der Seite sieht das Ganze dann so aus. Das heißt, die Farbe läuft mir schnell an den Blasen herunter, verwässert ziemlich stark das Papier. Das Ganze ist ziemlich instabil und ihr seht hier, wie das dann auch relativ schnell zusammenbricht. Das Papier hat sich durch die Feuchtigkeit dann doch ein bisschen gewölbt, und so laufen diese restlichen Blasen hier auf der linken Seite sozusagen auf einen einzelnen Punkt zusammen, und der Rest des Papiers erhält in dem Sinn eigentlich keinerlei Struktur. Und das ist dann das Endresultat, nachdem das Ganze dann fast komplett durchgetrocknet ist. Das Ganze muss natürlich irgendwie besser funktionieren, und die nächste Variante, die ich jetzt hier habe, war, dass ich gelesen hatte, dass man Zucker oder Puderzucker einrühren sollte, also das gleiche nochmal, Wasser, Spüli und Puderzucker. Dieses Gemisch dann komplett verrühren und danach kräftig pusten, um wieder die Blasen zu erzeugen. Den Schaum dann wieder versuchen aufs Papier zu bekommen, und damit man das besser unterscheiden kann, zum ersten Versuch habe ich hier dann die Farbe gewechselt und habe ein Grün genommen. Der Schaum ist jetzt schon etwas stabiler durch den Zucker. Das Ganze ist jetzt auch nicht ganz so feucht, dadurch wälzt sich auch das Papier wesentlich weniger, und beim Abtrocknen schrumpft das Ganze mehr zur Mitte hin. Und ich habe dann hier nochmal ein Foto gemacht, da kann man diese Struktur wesentlich besser erkennen. Und jetzt kann man auch sehen, dass die Farbe sich mehr oben in dem eigentlichen Schaum hält und nicht direkt runter aufs Papier geflossen ist. Und abgetrocknet sieht das Ganze so aus, hat wesentlich besser funktioniert als beim ersten Mal. Und trotzdem ist natürlich die Fläche, in der die Struktur erhalten geblieben ist, relativ klein, zusammengeschrumpelt. Und der Rest im Außenbereich ist einfach wie mit Aquarell normal eingefärbt. Wenn man den Effekt so haben möchte, ist das natürlich in Ordnung, aber eigentlich hätte ich gerne noch wesentlich mehr Struktur in dem ganzen Blatt. Beim nächsten Versuch habe ich dann ein einfaches Duschgel genommen, denn das war die nächste Variante, von der ich gehört habe. Das Ganze wieder gemischt und den Schaum aufgeblasen, den Schaum dann wieder rüber auf das Papier transportiert, wo ich jetzt das Gefühl habe, das Ganze ist wieder ein bisschen stabiler und geht ein bisschen besser, und diesmal habe ich dann eine rote Farbe gewählt. Und jetzt kann man hier schon sehen, dass in der Struktur von dem Schaum die Farbe wieder wesentlich besser hängen bleibt und das Ganze auch wieder stabiler an sich ist. Und hier dann wieder eine Nahaufnahme, sodass man erkennen kann, dass hier die Struktur von dem Schaum richtig schön durchgefärbt ist. Das Ganze schrumpft dann hier in den nächsten 5 bis 10 Minuten Stück für Stück zusammen, und im Endeffekt, wenn es dann trocken ist, haben wir hier die Struktur, die wieder ein bisschen besser ist als in der grünen Variante vorher, noch mit dem Spüli und dem Zucker, aber so 100%ig bin ich da immer noch nicht zufrieden. Und im nächsten Durchgang bin ich dann hingegangen, habe mein Papier auf der Arbeitsplatte diesmal mit 5 Klebepunkten befestigt, in der Hoffnung, dass ich hier die Wölbung vom feuchten Papier noch weiter verhindern kann. Diesmal habe ich dann warmes Wasser verwendet, was ihr hier an dem Thermometer sehen könnt, habe wieder das Duschgel verwendet, und in der Variante habe ich dann auch mal versucht, von diesen Kunststoff-Teigkarten wegzugehen und habe einfach 2 Abschnitte vom Aquarellpapier genommen und habe versucht, den Schaum hier rüber zu heben. Der Schaum bleibt im Grunde genommen immer am ersten Material hängen, in dem er Kontakt hat, und es ist unheimlich schwer, ihn dort wieder abzubekommen bzw. weiterzugeben, ohne ihn zu zerstören, wobei das mit dem Papier jetzt schon mal einen Hauch besser ging. Dann habe ich diesmal auf Violett gewechselt, um das zu testen, und ich habe hier das Gefühl, dass es wieder ein bisschen besser geht. Ihr seht auch hier in der seitlichen Aufnahme, dass die Struktur da wesentlich besser herauskommt und das Ganze wieder ein bisschen stabiler ist. Und hier auf dem Foto kann man das noch ein bisschen besser erkennen. Und innerhalb von den nächsten 5 bis 10 Minuten fällt das ganze Teil dann wieder in sich zusammen.
Und wenn es getrocknet ist, sieht das Ganze so aus und man bekommt hier dann meiner Ansicht nach dann doch schon ein bisschen mehr Struktur rein. Das Ganze zieht sich nicht mehr so zur Mitte hin zusammen, wie es jetzt bei den ersten Versuchen war, sondern man hat im Grunde genommen die komplette farbige Fläche hier doch schon relativ gut durchstrukturiert. Und wenn der Schaum relativ schwer von dem ersten Material abgeht, mit dem er Kontakt bekommt, war für mich jetzt die logische Konsequenz, dann versuche ich mal direkt mit dem Papier, auf dem nachher die Farbe kommt, den Schaum abzuheben, und damit wir nachher trotzdem aber eine Begrenzung im Papier haben, habe ich die äußere Kante am Papier mal mit einem einfachen Maskierband abgeklebt, sodass unsere Farbe dann nachher nicht ganz bis außen hin zum Rand gehen wird. Den Schaum dann sozusagen ganz großzügig hier aufs Papier geschaufelt, und ihr seht hier in der Bewegung, dass er sich also auch dann nicht nach unten bewegt. Selbst wenn ich das Ding hier hochkant stelle und richtig wackel und schüttel, der Schaum bleibt direkt im oberen Bereich, in dem ich ihn aufgenommen habe. Dann bin ich bei der Variante mal hingegangen, habe das Ganze mal mehrfarbig ausgeführt, und aufgrund der großen Schaummenge konnte man also auch noch mehrmals dann mit dem Pinsel dann die Farbe drauf geben, und hier seht ihr das Ganze von der Seite dann, und ich bin gespannt, es sollte ein richtig interessantes Muster geben, vor allen Dingen die Farbverläufe nachher durch das Mischen der Farbe noch werden, und ihr seht hier, wie das Ganze Stück für Stück zusammenbricht und sich unser Bild ergibt. Und so sieht das Ganze getrocknet aus. Nachdem ich die Maskierfolie abgezogen habe, könnt ihr sehen, dass man also auch außen hin einen schönen Rand bekommt und die Farbe nicht da komplett einfach nur drüber gekleckert ist. Das ist dann zum ersten Mal so das Ergebnis, wie ich mir das vorgestellt habe, und ich denke mir, da werden wir die nächsten Versuche drauf aufbauen. Beim nächsten Versuch bin ich dann hingegangen und habe das Papier nochmal gedreht, um auf der anderen Seite auch Schaum zu haben, sodass das Papier jetzt komplett eingeschäumt ist und nicht nur die eine Seite wie im vorhergehenden Versuch. Und das war wieder mein Endergebnis, nachdem das Ganze getrocknet ist und auch die Maskierfolie außen wieder entfernt wurde. Dann habe ich mir das Original Pustefix besorgt, das heißt die Originalflüssigkeit, mit der wir normalerweise unsere Seifenblasen draußen machen, so wie wir es aus unserer Kindheit kennen. Gibt es heute immer noch zu kaufen, habe das auch in anderen Videos schon gesehen, dass das wohl funktionieren soll. Habe das dann erst mit den 1:1 verwendet, und das hat überhaupt nicht funktioniert. Das heißt, meine Farbe hier aufgetupft auf den Seifenblasen oder auf dem Schaum ist sozusagen direkt aufs Papier gelaufen. Das Ganze ist einfach wie eine schmierige Fläche auf dem Papier geworden. Das Papier ist im Grunde genommen komplett nass geworden, und von der Struktur war nachher überhaupt nichts mehr zu sehen. Also bin ich hingegangen und habe das Ganze mit Wasser verdünnt, sodass wir diese Flüssigkeit jetzt nicht mehr im Original haben, sondern wesentlich mit Wasser verdünnt. Aber der Effekt war ähnlich. Es wurde zwar etwas besser, aber auch hier, das Papier wälzt sich extrem. Man hat das Gefühl, es ist komplett feucht, und der Schaum wandert sozusagen einfach vom Papier runter und nimmt auch die Farbe nicht groß an. Und hier seht ihr sozusagen mein Ergebnis mit diesen beiden Versuchen von diesem Original Pustefix. Also für mich ist das nicht die sinnvollste Variante, und ich denke mir, das kann man sich definitiv sparen. Ich bin dann hingegangen, habe die Duschgel-Variante dann nochmal getestet, weiter probiert und das Ganze nochmal ein bisschen verfeinert, und das waren für mich im Endeffekt die besten Ergebnisse. Ich habe dann nochmal die Zeit etwas verzögert, das heißt, ich habe den Schaum aufs Papier aufgebracht und habe dann nochmal eine Zeit lang gewartet, bis der Schaum schon mal so ein bisschen zusammengebrochen war. Da hatte ich das Gefühl, dass dieses ganze Gebilde dann noch ein bisschen stabiler ist und die Farbe auch nicht so schnell durchläuft, sondern dass sie sich dann mehr in der Struktur von dem noch vorhandenen Schaum hält. Hier kann man dann nochmal sehen, wie die Farbe sich an der Schaumstruktur sozusagen entlang schlängelt und hier relativ gut hält. Dazu muss ich sagen, je dünner die Farbe ist, umso schneller läuft sie natürlich auch durch, und man sollte hier dann schon gucken, dass die Farbe eine gewisse stabile Konsistenz hat, relativ dickflüssig ist, weil man diese dünnen oder stark verwässerten Farben nachher dann auch kaum sieht. Hier nochmal ein kurzes Bild von der eingefärbten Schaumstruktur. Ja, und dann komme ich zu meinem Fazit hier von dieser ganzen Aktion. Das heißt, die Variante mit Spüli oder Spüli mit Zucker aufrühren war für mich nicht ganz so aufregend. Auch die Originalflüssigkeit zu kaufen, aus der man dann wirklich Seifenblasen macht für mich auch keinen Sinn. Die beste Variante hier bei mir im Moment war die Variante mit Duschgel.
Dann sollte das Wasser warm sein. Da habe ich das Gefühl, dass der Schaum etwas intensiver und etwas stabiler wird. Den Schaum ruhig 2 bis 3 Minuten lang so ein bisschen zusammenschrumpfen lassen. Auch dann wird der Schaum stabiler und hält die Farbe besser. Die Konsistenz der Farbe sollte im Verhältnis relativ dickflüssig sein. Dünnflüssige Farbe läuft eher schnell durch. Und als Problem sehe ich immer noch so ein bisschen das Positionieren vom Schaum. Damit habe ich mir jetzt geholfen durch das Abkleben der Außenränder. Wenn man aber jetzt nur einen mittleren Teil hat, dann müsste man sich hier noch was anderes einfallen lassen. Und wenn hier jemand von euch andere Erfahrungen mit anderen Materialien gemacht hat, dann wäre es schön, wenn ihr es einfach in die Kommentare schreibt. Auch vielleicht zu anderen Materialien, die der eine oder andere vielleicht schon probiert hat. Denn dann würde ich das hier auch nochmal mit aufnehmen. Und ansonsten bin ich erstmal durch mit meinem Versuch, die Aquarellfarbenstruktur mit Seifenblasen hier zu gestalten. Ich danke euch fürs Zuschauen. Demnächst gibt es dann wieder mehr. Und bis bald.